Entwicklung mit dem Tetinal-Kit. Dazu habe ich einen E6-Film, den Fuji Velvia 100, schon in die Trommel eingespult. Jetzt den CPE 3 und wir können nun den Motor einschalten. Damit wir wissen, welche Schritte wir befolgen, können wir die Bedienungsanweisung vom Tetinal-Kit nutzen. Dort sind die einzelnen Schritte beschrieben. Der erste Schritt ist das Vorwässern. Hierzu haben wir schon Wasser in das Wasserbad, was schon vorgeheizt ist, reingetan und das wässern wir jetzt. Wir haben jetzt die Uhr gestartet, die Wässerung dauert ganze 5 Minuten. So, die Wässerung ist jetzt erfolgt. Jetzt können wir das Ganze auskippen. Wir starten mit dem Erstentwickler von dem E6-Kit. Wenn wir jetzt nachher das Ganze ausgießen, habe ich schon den Kanister hingestellt, damit der Erstentwickler, den wir ja mehrmals benutzen können, dort wieder reinläuft. Nach dem Erstentwickler wässern wir nochmal zwischen. Dazu haben wir wieder warmes Wasser temperiert. Und da kommen jetzt ungefähr 250 Milliliter rein. Wir wässern zweimal, jeweils 2 Minuten nach. Der erste Wässerungsprozess ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt wässern wir das zweite Mal vor der zweiten Entwicklung. So, nach dem Zwischenwässern kommt jetzt der Farbentwickler in die Trommel. Der ist für alle Chemikalien temperiert. Der Farbentwickler hat jetzt 7 Minuten lang entwickelt. Jetzt starten wir die zweite Wässerung bzw. mit der Vorwässerung die dritte Wässerung, bevor wir zum Gleichfixierbad kommen. Das Ganze wässern wir jetzt auch zweimal. Der erste Durchlauf wird jetzt entleert. Jetzt kommt die zweite Hälfte Wasser rein. Das zweite Zwischenwässern ist jetzt fertig. Insgesamt sollten wir 2,5 Minuten zwischenwässern. Nach dem letzten Wässern kommt jetzt das Gleichfixierbad. 7 Minuten lang braucht dann das Gleichfixierbad in der Trommel. Das Gleichfixierbad ist jetzt fertig. Das kippen wir wieder in den Kanister, wo das vorher war, weil wir das ja mehrfach benutzen können. Und nach der letzten Entwicklung kommt jetzt noch die Wässerung, bevor wir den Film in das Stabilisierbad geben können. Diese Wässerung machen wir jetzt auch zweimal.
Diese Wässerung erfolgt auch 2,5 Minuten. Die letzte Wässerung ist jetzt ausgeleert. Das Stabilisierbad erfolgt nicht im Prozessor, das machen wir extern. Das heißt, wir nehmen die Trommel raus und nehmen die Trommel zum Stabilisierbad. Anschließend können wir die Dose öffnen. Hier sehen wir schon den Film. Wir öffnen die Spule und lassen den Film in das Stabilisierbad plumpsen.